Moin. Da bin ich wieder. Heute Thema Eingangspodest und eine Einstiegsleiter, die es so gar nicht geben kann. Es wird interessant, versprochen. Los geht's. Ich habe im letzten Video angeschnitten, dass ich halt ein wenig anderen Weg gehen werde, was das Podest betrifft. Und zwar ist das ganze Teflon gelagert. Vorteile: wartungsfrei oder wenn gewartet werden muss, da ziemlich leicht. Also ich brauche da keine Lager schmieren, nichts ersetzen etc. Gefällt mir ganz gut. Das Ganze ist auch ziemlich leise. Das Ding ist noch nicht fertig, also es fehlen noch ein paar Sachen wie die Verriegelung, wie Abdeckung. Also hier kommt noch, zeige ich nachher ein bisschen vom Nahen. Hier fehlen noch ein paar Abdeckungen und ja, wie gesagt, die Verriegelung. Und jetzt kommen wir zu einer Sache, die mich ein bisschen in den letzten Tagen genervt hat. Und zwar geht es um soziale Medien, explizit Facebook, explizit Gruppen für Wohnmobilausbau, für Expeditionsmobilausbau und so weiter und so fort. Und zwar ging es darum, ich habe mal ein Bild gezeigt oder gepostet bei Facebook von dem Eingangspodest. Die Kommentare drauf, ich habe die Top 3 habe ich gesammelt, meine absolute Favoriten. Die werde ich auch mal ein bisschen gleich in das Video einblenden. Das Bild übrigens auch, was ich gepostet habe. Das erste Kommentar war: Also, wenn du das Gestell so bauen willst, nee, ich blende das einfach mal ein. Meinen absoluten Respekt an denjenigen. Also wenn man laut eines Bildes, ohne zu wissen, was hier unterm LKW verbaut ist, wenn man da schon von der Statik und von Fehlern spricht, ey, Hut ab. Das ist eine Marktlücke. Das ist eine absolute Marktlücke. Ich würde empfehlen, einfach mal sich selbstständig zu machen und zu sagen, pass mal auf, schick mir ein Bild von deinem Haus und ich berechne dir laut des Bildes die Statik. Wie man sieht, ich sitze jetzt drauf und ich kann auch mich ein bisschen bewegen. Der LKW bewegt sich, aber an dem Podest an sich bewegt sich gar nichts. So viel zum Thema Fehler in der Statik. Das war der erste Aufreger. Wir kommen zum zweiten. Und zwar, man baut so einen LKW, um seinen individuellen Wünschen und seinen individuellen Vorstellungen, die explizit auf einen zugeschnitten sind, gerecht zu werden. Und wenn ich möchte, dass meine Treppe so gebaut wird, dass die A freischwebend oder ich wurde korrigiert, sondern freitragend hier verbaut wird, wenn man die Treppe aber so auch noch so konzipieren kann, dass hier der Hund mit drauf laufen kann, dass ich persönlich Höhenangst habe, ist meine Schwäche und ich möchte die Kofferwand als Abstützung nutzen. Das sind alle so Kriterien, die ich für mich persönlich entschieden habe und die mir wichtig sind. Und wenn jemand versucht, das Ganze irgendwie madig zu reden, ich würde das bauen mit Sicherheitsstufen, mit Lochblechen drauf und am besten drehbar in alle Richtungen. Leute, macht das. Es ist nicht meine Art und Weise, beziehungsweise es ist nicht mein Wunsch gewesen. Es ist nicht mein Ziel gewesen, sowas zu bauen, sondern ich wollte genau das bauen, was ich habe. Und deswegen muss man einfach mal sich in den anderen hineinversetzen und zu sagen, ey gut, wenn er sich dazu entschieden hat, dass er den Weg geht, dann soll er das machen und nicht versuchen, irgendjemand seine Meinung
drauf zu binden. Das Kommentar blende ich auch mit ein, da habe ich nur mit dem Kopf geschüttelt. Echt. Entschuldigung, ich muss mich mal einmal auskotzen, weil das war echt doof. Fand ich zumindest. Dann Platz 3 der Kommentare. Blende ich auch mit ein. Wer mich kennt, persönlich kennt oder meine Videos verfolgt oder auch hier mal war und meine Arbeiten gesehen hat, der weiß, dass es hält. Also bevor ich irgendwo Zweifel habe, dass es nicht hält, baue ich das lieber dreimal so stark wie eigentlich notwendig, aber es wird halten. Ja, und das hält. Gut, das ist jetzt Thema gewesen, soziale Medien. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Eingangspodest. Warum, weshalb, wieso schon jetzt? Ich musste hier ein bisschen Platz schaffen in der Werkstatt. Deswegen ist der Koffer auch auf den LKW draufgekommen. Ich wollte den ursprünglich auf dem Boden isolieren, um nicht die ganzen Sachen da hochschleppen zu müssen. Aber ich kann hier nicht monatelang 2 Stellplätze besetzen. Geht nicht, gibt der Platz nicht her. Deswegen den Koffer drauf. Und um da jetzt vernünftig arbeiten zu können, musste ich natürlich jetzt mir irgendwas einfallen lassen. Die erste Idee war einfach eine Holztreppe zu bauen, die man hier vorstellt vom LKW und vernünftig hoch und runter gehen kann. War eine Option. Ich habe aber parallel dazu gedacht, wieso? Du musst ja sowieso ein Eingangspodest und eine vernünftige, in meinen Augen vernünftige Treppe musst du sowieso haben. Also baust du die als erstes und dann sehen wir weiter. Ja, meine Anforderungen an das Ganze waren, wie schon erwähnt, ich wollte parallel zum LKW hochgehen können, um auf der linken Seite beim Hochgehen, auf der rechten Seite beim Runtergehen eine Stütze zu haben. Dann wollte ich eine freischwebende Treppe haben. Das hat auch einen Grund. Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Und zwar geht es um das Thema, warum man sich einen Durchstieg einbaut. Man sagt ja, in gewissen Situationen möchte man einfach den Schlüssel umdrehen und einfach losfahren. Wenn ich jetzt eine Treppe bauen würde, die fest auf dem Boden steht, und am besten noch quer zum Fahrzeug und ich würde losfahren. Ich würde mir entweder die Schienen rausreißen, die Treppe verlieren oder irgendwas verbiegen. Und das wollte ich halt vermeiden. Deswegen eine freitragende Treppe mit guten 20 cm Abstand zum Boden, was auch den Vorteil mit sich bringt, dass egal wo ich stehe, muss ich nicht darauf achten, dass der Boden unter der Treppe gerade ist, dass die dann vernünftig aufliegt und so weiter und so fort. Dann wollte ich die Treppe so konzipieren, dass mein Hund auch vernünftig rein und raus gehen kann, sprich breite Stufen, keine Löcher drin, war mir sehr wichtig. Das habe ich auch gelöst mit Alu-Riffelblech. Gefällt mir ganz gut. Was mir auch noch sehr gut gefällt, dass ich die Treppe auch vorwärts runtergehen kann. Und die ist sehr platzsparend. Das heißt, egal wie nah jemand an meinem Fahrzeug parkt, wenn die ausgefahren ist, ich kriege die immer wieder reingeschoben. Wenn ich eine Treppe nach vorne, also von mir aus jetzt gesehen, nach vorne, also quer zum LKW rausziehe, kann es durchaus sein, wenn jemand zu nah parkt, dass ich die gar nicht mehr hochgeklappt kriege, ohne dass derjenige wegfahren muss. Und das wollte ich halt vermeiden.
Wie schon erwähnt, die Treppe ist noch nicht fertig. Grundgestell ist da, das funktioniert. Es fehlen noch ein paar Sachen. Es fehlen Abdeckungen, es fehlen Verriegelungen, es fehlt die Stütze. Die kommt allerdings erst dann zum Einsatz, wenn der Staukasten verbaut ist. Also die wird so gebaut, dass die quasi aus dem Staukasten herausziehbar ist. Dazu gleich mehr. Und jetzt, ach ja, was mir auch noch wichtig war, dass es vermieden werden kann oder dass es vermieden wird, dass jemand die Treppe in meiner Abwesenheit oder wenn ich schlafe, in irgendeiner Art und Weise manipulieren kann. Sprich reinschieben oder rausziehen und mitnehmen. Deswegen habe ich mir da was einfallen lassen und das werde ich euch gleich zeigen. Ich gehe mal aus dem Bild, nehme die Kamera in der Hand und dann gucken wir uns das gemeinsam an. Da ist sie. Die Treppe, die es nicht gibt oder geben kann, weil es nicht hält, weil die Statik nicht stimmt. Klar, es war ein bisschen Arbeit. Ich muss mich an dieser Stelle auch bei meinem Kumpel Waldemar für seine Mitwirkung und seine Ideen bedanken. Also mit 2 Köpfen an sowas zu arbeiten, hat doch Sinn ergeben. Vielen Dank an dieser Stelle für deine Unterstützung. Das war echt notwendig. Ja, und jetzt kommen wir zu den einzelnen Bauteilen von einem Stück. Also hier unter dem Podest ist ein Schlitten verbaut, ist auch mit Teflon gelagert oder in Teflon gelagert. Das Ganze endet hier. Also ich kann den Schlitten bis hierhin schieben. Dann ist die Treppe quasi horizontal und kann gemeinsam mit dem Podest reingeschoben werden. Die ist noch nicht verzinkt, die wird verzinkt und wird pulverbeschichtet. Also das kommt in schwarz. Hier kommt eine Abdeckung, auch in schwarz. Diese Öffnung wird noch zugemacht mit einer Abdeckung. Es wird also quasi ein Bauteil, alles vorher verzinkt, nachher pulverbeschichtet. Ich wollte die Treppe nicht verzinkt lassen, weil an einem LKW so gut wie gar nichts glänzend, bis auf die paar Schrauben. Apropos Schrauben, die werden auch noch ersetzt durch Senkschrauben. Sieht schöner aus und fühlt sich besser an. Also wenn man sich auch hier abstützt oder beziehungsweise dran geht, kann man nirgendwo dann hängen bleiben. Das ist jetzt der Abstand zum Boden. Und die Treppe kann ich jetzt schon laufen. Die wippt zwar noch ein wenig. Wie gesagt, es fehlt noch die Stütze, die unterm LKW aus dem Staukasten herausziehbar sein wird und die Treppe in diesem Bereich, also ziemlich mittig, abfängt. Die Treppe wird quasi auf dieser Stütze aufliegen. Dann ist auch dieses Federn weg und ja, schont das Material und ist auch dann stabiler. So, jetzt befinde ich mich auf dem Podest. Und ja, die quietscht noch. Da fehlen noch die Unterlegscheiben aus Teflon, die dieses Quietschen dann verhindern. Kommt alles noch. Auch die Absperrbolzen fehlen. Hier kommen auch noch welche ran, um den Schlitten zu arretieren an der Position, die dann festgelegt wird, wo die Treppe genau gerade so
den Punkt erreicht hat, dass sie geklappt werden kann. Ja, so viel zum Thema. Die Arbeit, die war ein bisschen heikel. Das war viel Denken, viel Berechnen, viel Überlegen. Von der handwerklichen Seite ging das alles, aber wie gesagt, wir haben ein paar Fehler eingebaut, also am Anfang ein bisschen falsch berechnet. Die Stufen, die standen übertrieben gesagt so. Also man hatte das Gefühl, dass man, wenn man auftritt, von der Stufe nach vorne wegrutschen kann oder möchte oder bestreben hat. Das haben wir jetzt alles korrigiert. Jetzt stehen die parallel zum Boden, was auch sein sollte. Die Abstände, die mussten korrigiert werden, die haben wir am Anfang auch falsch berechnet. Also war schon ein bisschen heikel das Ganze. Ich habe jetzt die Stufen hier mit 2 Nieten festgemacht, damit ich vernünftig hoch und runter laufen kann. Genau die Abdeckung von dem Podest mit 3 Popnieten erstmal festgenietet, damit das Blech, das Alublech nicht rausrutschen kann. Wenn der Koffer jetzt isoliert ist und soweit Innenwände drin sind und ich das nächste Mal irgendwas an die Verzinkerei liefere, dann wird die Treppe nochmal zerlegt, dann wird die verzinkt, dann gepulvert und dann bekommt die ihren endgültigen Platz. Was ich mir noch überlegt habe, und das ist das Thema, was ich vorhin angeschnitten habe, dass man die Treppe in Abwesenheit nicht manipulieren kann. Also in dieser Stellung, so wie die jetzt ist, kann man die nicht hochklappen. Ich kann das mal eben zeigen. Wenn ich die jetzt hochziehe, dann komme ich hier gegen die Stoßstange und komme gar nicht so weit hoch, dass ich die da vorne reinschieben kann. Das heißt, wenn ich die zusammenbauen kann, muss ich die Speerbolzen entriegeln. Einer davon wird verschlossen, um halt diese Manipulation zu vermeiden. Muss ich die Speerbolzen entriegeln, die Treppe knapp 5 oder das Podest knapp 5 cm vorziehen. Erst dann kann ich die Treppe in die Führung einschieben. Ansonsten ist das einfach physikalisch nicht möglich. Ja, die Handhabung der Treppe, die werde ich euch zeigen, wenn das Ganze wirklich verzinkt ist und gepulvert ist. Aber ich glaube, das leuchtet jedem ein, wie das funktioniert. Hochschieben, also hochheben, reinschieben, Podest reinschieben und dann ist das Ganze unterm LKW verstaut. Ich werde da jetzt auch noch ein Bild von dem Bau einblenden in diesem eingeschobenen Zustand. Da waren die Stufen zwar nicht drin, beziehungsweise nur eine drin zum Testen. Ja, so sieht das dann aus. Die Stufen, die Aluprofile, die haben wir selber hergestellt. Die sind von unten gestützt mit einem 20er Quadratrohr. Das wird auch noch verzinkt. Da sieht man die Einziehmuttern. Es ist, wie gesagt, es ist alles noch nicht festgezogen. Hier in der Mitte, da kommen noch Teflon-Gleitscheiben dazwischen, damit dieses Quietschen verschwindet. Das mag ich nicht. Hier unten sieht man den Schlitten. Also da ist der Schlitten. Ist auch mit Quadratrohren zusammengeschweißt. Hier ist ein Flacheisen, was verhindert, dass die Gleitschienen auseinandergehen können. Und das Ganze, also die Streben, die hinteren Streben, wenn man vor der Treppe steht, die liegen hier auf. Die werden mit dem Flacheisen abgestützt. Dann die vorderen Streben, die liegen hier oben vor, also beim ausgeklappten Zustand stützen sich hier gegen dieses U-Profil und geben somit gemeinsam den Halt. Da hier auch
die Version mit freitragend. Ja, so viel zum Thema Eingangspodest und Treppe. Was ich vorhin angesprochen habe, wie gesagt, die federt leicht. Man sieht es, weil man die belastet. Das wird aber weg sein, sobald hier die Stütze ist. Also wenn man längere Zeit steht, würde ich immer die Stütze rausziehen, um einfach Material zu schonen. Aber für kurz eben Hund rauslassen, funktioniert die Treppe auch so, ohne Bedenken. Und ich bin die jetzt garantiert schon 100 Mal hoch und runter gelaufen. Es passt. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und hoffe, dass ich sehr lange an dieser Treppe auch Spaß haben werde. Ja, was ist noch in den letzten Tagen passiert? Ich nehme euch mal mit. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Moment. Jetzt kann man sehen. Ich habe im letzten Video ja gesagt, dass mich die Tür nicht hundertprozentig zufriedenstellt. Ich hatte die auch zwischendurch wieder ausgebaut, ist wieder drin. Leider Gottes ist beim Pulverbeschichten der Griff von der Tür abhanden gekommen. Ich mache mal hier auch Licht an, damit man es besser sieht. So. Ich habe jetzt die Umrandung aus Plastik, aus schwarzen Plastikwinkel gebaut und alles andere Pulver beschichten lassen. Die Scharniere, die Abdeckleisten von den Klappen, das ist alles gepulvert. Man hat zwar ein bisschen den Farbunterschied, wenn man da explizit drauf achtet, aber das stört mich jetzt so mal gar nicht. Die Riegel sind da, also man kann die Tür von innen versperren. Auch oben der Halter ist angebracht, der ist allerdings noch nicht pulverbeschichtet, kommt aber noch. Ich würde das gerne jetzt vorführen, aber der Griff fehlt, also ich müsste dann in den Koffer hineinklettern und dagegen arbeiten, damit ich die Klappen hochklappen kann. Klappen hochklappen, ja. Damit ich die Tür hochklappen kann. Werde ich sehr wahrscheinlich im nächsten Video mal zeigen, wenn der Griff wieder dran ist. Wir bauen einen neuen und dann kann ich die Funktion der Tür auch mal vorführen. Was ich noch gemacht habe, ich habe von innen die Aluplatten, die hier den Boden des Koffers quasi bilden, von innen nochmal verfugt. War eigentlich, denke ich mal, nicht notwendig, aber ich wollte da keine Lücken lassen und hatte noch ein bisschen Sika über. Deswegen wurde das jetzt komplett nochmal von innen verfugt. Und nächste Woche kommen die XPS-Platten auf den Boden. Und dann wird isoliert, was das Zeug hält. Die Wände mit PU, Decke mit PU und wie gesagt Boden mit XPS. Und dann kommen die Innenwände rein, also die Verkleidung von den Wänden. So Leute, ich denke mal, das reicht für heute. Hier kann man übrigens sehr gut sitzen. Was ich noch sagen wollte, die meine Videos kennen, die wissen, dass ich so leichte Defizite ständig hatte mit dem Ton, dass es mal leiser, mal lauter wurde. Auch die Beleuchtung an sich, die war nicht immer gut. Ich habe ein bisschen investiert, habe jetzt, ich weiß nicht, ob man das sieht, ein Mikro angestöpselt. Ich hoffe, das hat funktioniert. Das ist jetzt die erste Probe,
was den Ton betrifft. Und ich habe schon öfters gesagt, dass ich Besserung gelobe. Es wurde jetzt irgendwann mal Zeit. Und ich hoffe, dass die Videos dadurch qualitativ besser werden und es euch angenehmer wird, die zu schauen, um nicht ständig mit der Lautstärke am Rechner hin und her spielen zu müssen. Ja, das nächste Video wird sehr wahrscheinlich schon von einem Ausbau vom Koffer werden. Ich weiß nicht, ob ich ein Video, was die Isolierung betrifft, machen werde. Da gibt es einfach viel zu viele davon, auch gute Videos, wo es erklärt wird, warum XPS auf dem Boden, warum PU an den Wänden und Decke und so weiter und so fort. Keine Ahnung, ob das notwendig ist, ob ich das jetzt nochmal erzähle. Wie gesagt, es gibt unzählige Videos im Netz oder bei YouTube, wie man das macht. Falls es euch interessiert, lasse ich die Kamera dann mitlaufen. Da habe ich so absolut kein Problem mit, aber ja, schreibt mir das in die Kommentare, falls es euch interessiert. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich sage jetzt nicht, bleibt gesund, weil ich kann es nicht mehr hören. Und ja, munter bleiben. Bis bald. Tschüss.